Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon mal sehen könnt, ich bin wieder unterwegs in den Wald und ich habe hier schon mal die erste Kamera entdeckt und dazu gibt es jetzt auch gleich ein Vorstellungsvideo. Und zwar handelt es sich hier um die eSeeker IG400. So, kommen wir kurz mal zu der eSeeker IG400. Eine kleine Vorstellung. Sie kann bis zu 4K und bis zu 48 Megapixel Fotoaufnahmen. Hier oben haben wir die 42 LEDs verbaut mit Kontroll-LED und hier der Entfernungsmesser. Hier die Linse, die 90 Grad abdeckt, genauso wie der Bewegungsmelder, der auch auf 90 Grad eingestellt ist. Machen wir kurz mal auf. Sonst so der Aufbau ist eigentlich wie bei jeder Kamera gleich. So, hier wird es halt so aufgeklappt, dass man dann auch gleich den Monitor zu sehen hat. Muss ich noch mal kurz ausstellen, weil sonst bekomme ich die Kamera gleich nicht an. Hier, wie gesagt, hier sind die 42 LEDs, hier nochmal die Linse. Ein kleiner Monitor, die Bedienteile und der Ein- und Ausschalter. Hier gibt es keinen Mittelpunkt für den Setup. Gehen wir kurz mal ins Menü, indem wir die Kamera einstellen. So, hier ist sie jetzt angegangen. Ich muss jetzt aufpassen, in 30 Sekunden schaltet sie sich denn aktiv. Das finde ich nicht so ganz gut. Hier oben gehen wir mal ins Menü. Hier haben wir schon mal ein Problem. Hier unten kann ich das gut sehen, das Menü. Aber hier, wo jetzt der Balken drauf ist, das kann man etwas schlechter erkennen. Da ist zum Beispiel der der Überwachung drin. Da kann man halt einstellen, ab wann die Kamera aktiv wird. Wenn ich hier auf die OK-Taste bin, kann man einstellen zwischen 30 Sekunden, 1 Minute oder 3 Minuten, wo ich mir Zeit lassen kann, mich von der Kamera wegzubewegen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt auch die Kamera nicht mehr benutze, würde sie nach 30 Sekunden, wie jetzt eingestellt wird, dann halt auch aktiv werden. Ganz normal der Modus, die Bildauflösung, Foto und Serie ist hier 1, 2 oder 3 Bilder. Videoauflösung, wie gesagt, bis zu 4K. Die Videolänge, ne, hier sieht man ja schon mal, wo bin ich jetzt. Da müsste ich jetzt erstmal ein Stück wieder runter. Aha, Videolänge, gehe ich hoch. Denn Daueraufnahme, der PI-Intervall, also ab wann sie auslösen soll, also eine Zeit zwischen den Aufnahmen. Da habe ich immer 15. Die Empfindlichkeit natürlich wieder Helligkeit und hier die Timer-Einstellungen 1 und 2. Kann man verschiedene Zeiten einstellen, wann die Kamera aktiv sein soll. Zeitraffer natürlich, Spracheinstellungen, das Zeitformat, Systemzeit, also die Uhrzeit einstellen. Hier kann man nochmal den Namen der Kamera feststellen, Temperatureinheit, Taste. Da merkt man wieder, hier muss man noch nacharbeiten, weil die Übersetzung ist nicht ganz so in Ordnung. Tasten ist damit gemeint der Tastenton, aber möchte ich natürlich nicht haben. Aufzeichnung, damit ist gemeint, ob sie Tonaufnahmen machen soll. Da sollte man natürlich auch Ton reinschreiben. Jetzt hat sie auch schon wieder umgeschaltet. Wäre sie jetzt aktiv? Ich gehe nochmal zurück. So. Den Stempel, damit ist unten die Anzeige gemeint, wo die Temperatur- und Zeitanzeige ist. Passwort natürlich, man kann formatieren, Standardeinstellungen, System und so weiter. Also eigentlich so wie fast jede Kamera ist. Ich schalte sie mal aus. Erstmal gehe ich ins Menü, schalte ich sie aus, nicht dass sie wieder aktiv geht. Und dann werde ich sie gleich mal abbauen und euch die Videos zeigen, die eventuell diese Kamera aufgezeichnet hat. Was mir an der Kamera nicht so ganz gefällt, man kann die Kamera nicht verschließen. Also wenn sie gesehen wird, die Kamera, ist kein Problem, die SD-Karte einfach zu entfernen. Es gibt zwar die Sicherheit wie hier oben, dass ich sie durch ein Schloss
am Baum sichern kann, Vorwegnahme, aber die SD-Karte wäre denn weg. Das soll es erstmal gewesen sein von der kleinen Vorstellung der ISICA IG400. Und jetzt am Anschluss, wenn Aufnahmen dabei sind, werde ich sie euch zeigen. Aber zum Schluss noch, wer neu ist hier, lasst gerne ein Abo da. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Daumen hoch. Denn heißt es für mich nur noch zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Und hier nochmal aus dem Off, weil ich wollte euch ja noch die Aufnahmen der ISICA IG400 präsentieren. Es war zwar nicht so viel unterwegs im Wald, aber es sind doch einige aussagekräftige Videoaufnahmen dabei rausgekommen. Wie man hier auch gut sehen kann bei den Nachtaufnahmen, sie strahlt mit ihren 40 LEDs im 850 Nanometer Bereich gut dem Bereich aus. Es ist nichts überstrahlt und im Tagesbereich sind doch die Farben sehr ansprechend, sehr klar. Eingestellt hatte ich die Kamera auf 180p mit 30 fps. Und die Auslösung der PI-Sensoren war auf Mittel gestellt. Auch bei feuchtem Wetter hat sie eine gute Arbeit geleistet, weil man merkt hier, die Kameralinsen sind nicht beschlagen und die Wassertropfen laufen schnell herunter. Das gefällt mir schon mal sehr gut, aber da muss man mal schauen, wie das so mit der Zeit ist, ob sie das so beibehält. Hier merkt man den Nachteil der 850 Nanometer LEDs. Der Dammhirsch erschreckt sich und merkt, da stimmt irgendwas nicht. Und ich mache den Rückzug. Das war's denn auch schon mit den Aufnahmen aus dem Wald. Ich hatte ja gesagt, es waren diesmal nicht so viele dabei, weil nicht so viel unterwegs ist. Das hat aber auch mit der Jahreszeit zu tun. Und wir hatten gerade Jagdsaison, Silvester und es waren dann auch noch Baumpflegearbeiten. Das soll es für heute nun wirklich gewesen sein. Am Anschluss gibt es noch ein paar Tontests der ISICA IG400, die ich auch sehr ansprechend finde. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, tschüss. ISICA IG400. Ich schaue mal, ob sie Aufnahmen in den letzten 14 Tagen gemacht hat. LEDs verbaut mit Kontroll-LED und hier der Entfernungsmesser. Hier die Linse, die 90 Grad abdeckt, genauso wie der Bewegungsmelder, der auch auf 90 Grad eingestellt ist.